Hi und willkommen zu einem weiteren Video der Gearheads. Wie bereits angekündigt ist natürlich mein Fahrwerk jetzt da und ja, das werden wir jetzt mal einbauen. Sonst was zu sagen? Ne, eigentlich nicht. Auf geht's! So, wie man sieht, konnte ich natürlich mit dem Auspacken nicht warten. War ja wohl zu erwarten, darum das ganze Chaos hier. Jedenfalls haben wir hier diese wunderhübschen Koni Gelbdämpfer. Die hier sind jetzt zum Beispiel gerade für hinten. Ja, auch mit super Staubkappe hier. Hier oben kann man so ein richtig cooles Tool ansetzen. Das sieht so aus. Das steckt man hier einfach auf und somit kann man sogar im eingebauten Zustand die Härte verstellen. Schon cool. Jedenfalls das einzig Doofe bei den Dingern ist, und das wusste ich leider auch nicht, die werden ohne Staubmanschetten geliefert. Ja, da soll man die Serienteile wieder benutzen, was bei 24 Jahre alten Staubmanschetten meist nicht mehr so cool ist. Darum habe ich diese Geräte hier von der Firma Sachs besorgt. Die kosten 40 €, Link wie immer in der Beschreibung. Zu denen würde ich euch auf jeden Fall auch raten, denn die scheinen mir sehr robust zu sein und für den Preis geht es auf jeden Fall klar. Das einzige Problem ist, die Koni-Dämpfer haben hier oben eine Breite von 12 mm. Die Dinger hier sind deutlich kleiner, wie viel genau weiß ich gerade nicht, ist auch egal, denn die müssen ja da durch. Also werden wir als ersten Schritt erstmal dieses Loch hier vergrößern. Auf geht's! Folgendes Werkzeug brauchen wir: eine Ratsche mit 10er, 14er, 17er, 19er und 21er Nuss, 14er und 21er als Ringmaulschlüssel, zusätzlich 17er und 19er in gekröpft, einen Drehmomentschlüssel und Verlängerung. Zudem brauchen wir Wagenheber, hier nehmen wir am besten flache, außerdem Unterstellböcke, WD-40 kann auch immer nicht schaden, eine Wasserpumpenzange, eine Schutzbrille und ganz wichtig, unseren Federspanner. Das Rad hier einfach mal abnimmt und einem sowas schon entgegenkommt, fragt man sich erst recht, warum Koni empfiehlt, die Standardmanschetten wieder zu verwenden. Jetzt können wir uns getrost abschminken. Manschetten-Sushi. Das nächste, was wir machen, ist, wir schrauben den raus, den kleinen Bolzen hier, das sind 14er. Und wir lösen den hier hinten, das ist ebenfalls ein 14er. Man sieht die sowieso nicht. Gut. Auf geht's. Haben wir das erledigt, lösen wir als nächstes mit einer 17er Nuss den Dämpfer aus dem Achsschenkel. Danach gehen wir in den Kofferraum und lösen die 10er Muttern, die den Dämpfer bzw. das Domlager oben festhalten. Wir haben hier mal die rechte Seite aufgenommen. Auf der linken Seite müsst ihr zuerst das Blech entfernen, was die Leitungen, die zum Tank gehen, schützt. Sind die beiden Muttern gelöst, plumpst uns der Dämpfer eigentlich schon entgegen. Und wie ihr seht, wirklich dämpfen tut der nicht mehr. Wenn wir das ganze Ding hier draußen haben, müssten wir erstmal gucken, was wir alles noch brauchen. Auf jeden Fall brauchen wir oben dieses Teil hier, weil damit kommt der neue Dämpfer auf jeden Fall wieder auch in den Wagen rein. Das wird nicht mitgeliefert. Wenn ihr nur einen Dämpfer tauscht, könnt ihr teilweise eure Federn halt wiederverwenden. In meinem Fall kommt alles in den Müll. Staubmanschetten sieht man, sind völlig hinüber. Haben wir ja gerade draußen schon mal gezeigt. Ja, was machen wir als erstes? Als erstes, bevor wir das hier oben abschrauben, müssen wir die Feder zusammendrücken. Weil wenn wir das nicht machen und hier oben einfach die 17er Mutter lösen, fliegt uns das ganze Ding um die Ohren. Das wollen wir vermeiden. Darum gibt es hier so schöne Federspanner. Da sollte man darauf achten, dass die auf jeden Fall 2 Klauen benutzen. Oft werden die für gutes Geld mit einer Klaue jeweils verkauft. Die Dinger springen einem ganz gerne mal um die Ohren. Das ist nicht so sicher. Jedenfalls hängt man die hier einfach ein, wo Platz ist. Sucht sich möglichst weit unten noch eine Stelle. Dazu muss ich den ein bisschen aufschrauben. Die werden dann hier einfach
Dass du viele Gewinde hast. Genau, dass wir möglichst viel Gewinde noch haben, weil haben wir viel Gewinde, können wir weit drücken und sichern auf jeden Fall so den ganzen Dämpfer beim Auseinandernehmen. Irgendwann später. Genau, wichtig beim Reinhängen dieser Dinger oder kurz vorm Festziehen ist, dass die auf jeden Fall gegenüber einander liegen. Weil dann kann nichts zur Seite irgendwie wegrutschen oder so. Und wenn man die dann so drin hat, kann man anfangen, die von Hand leicht zusammenzuschieben, bis die halt richtig packt. Irgendwie ist das hier gerade nicht der Fall. So. Bis die einigermaßen fest ist. Die andere schieben wir der gegenüber. Schrauben die auch von Hand so weit fest. Was ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob man das ganz gut sieht, mein Wagen war natürlich schon tiefer gelegt. Der hat 35 mm Eibach-Federn drin. Dadurch, dass die Dämpfer aber schon einfach noch die ersten waren und 24 Jahre da drin rumgammelten, hat die Tieferlegung natürlich auch nicht gerade gut getan. Jedenfalls kommen die jetzt auch noch mit raus. Wenn wir die Federn so weit runtergedrückt haben, dass wir hier anfangen können, das zu drehen, getrennt von der Feder, heißt das, wir haben genügend Spannung hier zwischen aufgebaut, dass wir das bedenkenlos lösen können. Lösen tun wir das hier oben mit einem 17er Ringschlüssel einfach. Da ist nämlich unsere Mutter drauf. Um die zu lösen, müssen wir hier oben aber am besten mit einem 8er das Ding hier kontern. Das ist hier angeflacht. Ich weiß nicht, ob man das so gut im Video sieht. Das kontern wir, weil wenn wir hier anfangen zu drehen, drehen wir auch den Pin von dem Dämpfer mit. Das wollen wir natürlich nicht. Also Schlüssel drauf, den 17er, oben kontern. Dann brauchen wir noch einen zweiten Mann, der hier festhält und dann kann gedreht werden. Also Kamera auf Stativ, los geht's. So, wie ihr seht, hat das mit dem Kontern hier oben nicht ganz geklappt. Wir mussten zu drastischeren Mitteln greifen und haben einfach komplett die ganze Stange vom Dämpfer festgesetzt. Wenn ihr den Dämpfer tauscht, in dem Augenblick ist es normalerweise sowieso egal, weil das muss ich nicht mehr bewegen, das kommt wahrscheinlich auf Müll. Genau, deswegen konnten wir jetzt einfach mal schön die Dämpferstange zersäben. Aber auf jeden Fall haben wir den hier oben jetzt locker gekriegt und können den jetzt ganz sauber abdrehen. Den kann ich eigentlich schon mit dem Finger machen. Solange der Alex da, nein, geht doch noch nicht mit dem Finger. Solange der Alex da unten schön festhält, damit die Stange sich auch nicht mitdreht. Hier wieder ein Kilo Loctite dran. Und dann können wir den von da oben abnehmen. Den legen wir erstmal weg. Ist das geschehen, entspannen wir die Feder wieder, damit da auch kein Risiko entsteht. Ja, und im Prinzip, in unserem Fall kann der Mist jetzt weg, ansonsten nehmt ihr die Feder halt und packt sie später auf den nächsten Dämpfer. Dazu aber später mehr. Jetzt nehmen wir den erstmal wieder ab. So, was wir jetzt noch machen müssen ist, das Domlager einspannen, denn wie bei den Staubmanschetten müssen wir auch hier das Loch hier oben, das ist ja nur 10 mm breit für die Seriendämpfer, auf 12 mm aufbohren, weil sonst passen unsere Kurbeln ja nicht dadurch und das werden wir jetzt einfach mal tun. Jetzt nehmen wir einfach einen fetten 12er Metallbohrer, halten wir ihn da oben einfach mal schön rein und dann hat sich das. So, wenn wir fertig sind, sieht das Ganze dann so aus. So, ist das geschehen mit dem Domlager? Können wir anfangen. Alles andere, was wir noch so haben, zum Beispiel jetzt unser altes Domlager, auf die neuen Federn, auf die neuen Dämpfer zu schrauben. Ich habe jetzt die Eibach-Federn rausgeschmissen. Bei mir kommen da 40 mm H&R-Federn rein. Mal sehen, wie das so wird. Jedenfalls sieht man bei den neuen Dämpfer, im Gegensatz zu meinen alten, die gar nichts mehr taten, dass die natürlich wieder schön gängig sind. Ich weiß nicht, kannst du mal hier ranzoomen? Man sieht hier auf dem gelben Dämpfer so 3 Nuten. Die oberste Nut, Moment, ich muss mal eben. ja, geht das? Die oberste Nut hier oben entspricht der Höhe des Federtellers von den Seriendämpfern. Die ich jetzt ausgewählt habe, entspricht dem Bilstein-Fahrwerk, was die Mazda-Modelle teilweise drin haben. Ja, und dann gibt es natürlich für ganz Extreme die unterste Nut. Wir probieren jetzt erstmal die mittlere aus, bevor der zu tief kommt und ich gar nicht fahren kann. Ja, und dann werden wir sehen, was bei rumkommt.
Den neuen Dämpfer müssen wir genau wie den alten Dämpfer einspannen. Das macht ihr auf jeden Fall wieder hier unten. Hier ist es nämlich nicht egal, wo ihr den einspannt, weil ich würde einfach ungern den Zylinder hier einfach zusammendrücken, auch wenn es nicht fest ist. Sicher ist sicher. Außerdem möchte ich vermeiden, dass die Riffel hier vom Bock meinen Lack oder sowas beschädigen. Deswegen nehme ich hier so Kupferplatten. Ja, die sind wirklich aus Kupfer, die sind nur saudreckig. Die sind schön weich und verhindern, dass ich meinen Dämpfer beschädige. Jetzt kann ich den erstmal ein Stück zusammenschrauben. So. Das ist Augenmaß, wa? So, Schritt 1. Wir schnappen uns unseren Federteller und legen den erstmal hier in unsere Nut rein. So, die Staubkappe brauchen wir erstmal nicht. Danach nehmen wir, das ist hier mitgeliefert, so ein kleiner Plastikstaubschutz. Den kann man hier einfach so drüber biegen. Einfach so, zack, der bleibt da drauf liegen. Ob es der jetzt so mega bringt, ich bezweifle es, aber es ist egal. Er streift schön ab. Genau. Danach, wo haben wir sie? Staubmanschetten. Ich hole mal eben Staubmanschette. Die wir ebenfalls auf 12 mm aufgebaut haben. Die können wir erstmal hier drüber stülpen. Zack, fertig. Ja, dann können wir eigentlich unsere Feder erstmal draufstellen. Hierbei achten wir auch wirklich darauf, dass wir die für die richtige Achse haben, denn, ich weiß nicht, ob man das sieht, der Tim dreht die Feder vielleicht mal. Die haben wir. Hier steht wirklich drauf Hinterachse und Vorderachse. Und wenn man das nicht alles zweimal bauen will, dann sollte man das auch beachten, weil sonst sagt spätestens der TÜV-Mensch, warum packst du denn die richtigen Federn nicht da drauf? Richtig. So. Um das Domlager wieder aufzusetzen, nehmen wir entweder wieder die Federspanner oder helfen uns mit einem zweiten Mann aus, der die Federn, die hier viel kürzer sind, einfach kurz runterdrückt. Dann setzen wir oben auf das Gewinde eine 19er Mutter auf, die von Koli mitgeliefert wird. Diese ersetzt die alte 17er Mutter von Mazda. Das Ganze einfach festschrauben und fertig sind wir. Jetzt können wir unsere fertig zusammengebaute Federdämpfereinheit wieder einsetzen. Als erstes schieben wir die beiden oberen Zapfen wieder zurück in den Kofferraum. Anschließend drücken wir den unteren Teil des Dämpfers in seine Aufnahme zurück. Sieht man gerade nicht, der Alex schraubt da oben rum, damit wir den einfach baumeln lassen können und uns auf den Rest konzentrieren. Außerdem, wenn man den erst unten festmacht, und das ist einfach so, macht immer erst oben fest. Hast du fest? Ja! Wenn wir den Dämpfer oben festgeschraubt haben, den Achsschenkel hochdrücken, um den Bolzen durch die untere Aufnahme des Dämpfers zu führen. Hierbei kann es durchaus passieren, dass der Bolzen sich etwas verkeilt und nicht weiter reinschrauben lässt. Dann einfach den Achsschenkel wieder ein bisschen anheben und meistens geht es dann ganz einfach. Dann ziehen wir den Bolzen mithilfe einer 17er Nuss und einem Drehmoment von etwa 90 Newtonmetern einfach fest. So, zur Montage des oberen Dreieckslenkers nehmen wir uns am besten einen hydraulischen Wagenheber, den wir unter den Achsschenkel platzieren können und den wir jetzt hochdrücken können, um die Feder quasi auf Spannung zu bringen. Sonst kann man das nämlich oben mit dem Reindrücken fast knicken. Es sei denn, man heißt Hulk. Es sei denn, man heißt Hulk. So, und jetzt sehen wir schon, passt das fast. Das ist direkt hin, oder? Ja, ja. Bolzen durch, Mutter hinten drauf. Mutter drauf, das Ganze festziehen, muss man natürlich kontern und das hatte ein Drehmoment von 45? 50 Newtonmetern. Genau. Kann man die Feder auch wieder entspannen und dann wird gekontert. So. Es gibt übrigens Drehmomentschlüssel
die viel kleiner sind und dann zum Beispiel nur von 20 bis 60 Newtonmetern gehen. Die würde ich dafür empfehlen, weil die deutlich besser geeignet sind, viel genauer. So ein großer, der übertreibt es gerne mal, was bei solchen kleinen Elementen jetzt nicht ganz so schlimm ist. Weil die eine Menge aushalten. So, ist das auch erledigt. Das letzte, was wir jetzt noch machen können, sieht man das? Den hier? Als letztes müsstet ihr so einen kleinen Bolzen übrig haben. Der kommt natürlich hier hinten wieder ans Stabi. Dazu schieben wir den erstmal hier durch und dann wird es wieder ein bisschen, jetzt bin ich natürlich wieder voll im Bild, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Jetzt nämlich wieder so ein bisschen fuckelig, bis man den da dran hat. Genau, Federring und Mutter wieder nicht vergessen, hinten drauf, ne? Wenn man die Mutter vergisst, ist natürlich eher selten, soll passieren. Aber den Federring sollte man nicht vergessen. Das wird dann gerne mal schnell. Na komm. So, das sind auch wieder 14er. Okay. Fertig. Aua. Ah. Oh, Junge. Der Ausbau der Dämpfer an der Vorderachse ist dem an der Hinterachse sehr ähnlich. Nachdem wir hier zunächst den Motorschutz entfernt haben, kümmern wir uns um die Schrauben des Stabilisators. Solange diese verschraubt sind, werden sie uns bei der weiteren Demontage behindern. Also entfernen wir diese mit Hilfe einer 12er Nuss. Nun können wir den Bolzen des oberen Dreieckslenkers entfernen. Dazu nehmen wir eine Knarre mit 21er Nuss, außerdem einen 21er Maulschlüssel zum Kontern. Eine wirklich lange Verlängerung für die Knarre ist hier sehr hilfreich. Ist dies erledigt, können wir wie an der Hinterachse auch damit beginnen, die Dämpfer erst unten und dann oben loszuschrauben. Bei der Entnahme des Dämpfers ist es hilfreich, eine zweite Person dabei zu haben, die den Achsschenkel runterdrücken kann. So kann man selbst den Dämpfer vorsichtig am Kotflügel vorbeiziehen. Die Demontage des alten Dämpfers und die Montage des neuen Koni-Dämpfers verläuft genauso wie an der Hinterachse. Darum sparen wir es uns, das noch einmal zu zeigen. Um die vorderen Dämpfer jetzt wieder einzubauen, führen wir sie zunächst durch den losen Dreieckslenker in die untere Aufnahme. Dies ist etwas mühselig, da man den Achsschenkel runterdrücken muss, während man versucht, den Dämpfer oben zum Einrasten zu bringen. Außerdem muss man hierbei darauf achten, dass der obere Dreieckslenker schon einigermaßen in seiner richtigen Position liegt. Ist das erledigt, kann man den Dämpfer oben wieder einschrauben. Dazu nimmt man am besten neue, selbstsichernde 8er Muttern. Dann bauen wir den Bolzen des Dreieckslenkers wieder ein. Vorher sollte man diesen aber noch einmal gründlich fetten. Hierbei sollte man darauf achten, dass der Dreieckslenker wirklich in seiner korrekten Position ist, denn sonst wird man den Bolzen nur schwer reinbekommen. Auch hier müssen wir wieder unsere Knarre mit 21er Nuss und den Maulschlüssel zum Kontern benutzen, um den Dreieckslenker mit einem Drehmoment von 90 Newtonmetern anzuziehen. Danach können wir den Stabilisator wieder befestigen. Jetzt fehlen nur noch Unterbodenschutz und die Räder. Bei dieser Gelegenheit haben wir einfach schon mal auf die Sommerräder gewechselt. Außerdem haben wir festgestellt, dass wir mit der mittleren Nut der Dämpfer nicht die gewünschte Tieferlegung erreicht haben. Also haben wir alles nochmal ausgebaut und auf die unterste Nut eingestellt. Das Ergebnis seht ihr in der folgenden Szene. In diesem Sinne, viel Spaß beim selberschrauben.
ja, ich hole mir neue Felgen.